Hallo ihr Lieben, ich bin's, eure Sandy. Ja, nach 3 Wochen, entschuldigt, wenn ich euch ein bisschen heiser rüberkomme. Ich habe ein bisschen leicht die Erkältung. Ist bei dem Wetter draußen jetzt nicht unbedingt verwunderlich. So, also, was G&S bedeutet und was man so macht und so weiter und so fort. Bitte verweise ich bitte auf meine vorigen Videos. Es gibt noch ein anderes System, das heißt DFS. Da habe ich mich noch nicht mit auseinandergesetzt. Wie gesagt, wenn ich Lust und Laune dazu habe, werde ich es tun. Beziehungsweise ich habe eine gute Freundin, die macht es. Ich werde sie mal vielleicht ein bisschen auslöchern. Bei verschiedenen Gruppen wird immer mal nach Angeboten gefragt und ich möchte euch einfach mal so ein bisschen mitnehmen an verschiedenen G&S-Märkten. Es gab, wo ich vor 7 Jahren in SL, oh Gott, 7 Jahre, oh mein Gott, wie die Zeit vergeht. Vor 7 Jahren waren noch ungefähr 4 oder 5, wenn nicht noch ungefähr gefühlte 10 andere Märkte zur Verfügung. Natürlich fehlt es wie überall an Leute und natürlich logischerweise auch an Geld, ja, um dieses Ganze zu unterstützen. Hier, das ist ein großer G&S-Markt. Hier findet man verschiedene. Hier findet man G&S und man findet auch dieses DSF. Ist unterschiedlich. Hier gibt es 4 bzw. 7, nee, 7 Gänge sind es, glaube ich. Ja, 7 müssen wir gleich mal gucken. Es gibt verschiedene, ja, 7 Gänge und es gibt jede Menge zu durchgucken. Dem anderen Markt habe ich euch schon vorgestellt. Hier auf dem Markt gibt es leider nicht die Möglichkeit, wie es bei verschiedenen G&S-Märkten der Fall ist. Ihr setzt euch eine Gruppe an und ihr müsst nicht unbedingt zwingend die Sachen haben, um sie dann die ganzen Kochen und Backen und so weiter und so fort zu nutzen. Ich habe euch schon im vorigen Video, müsst ihr mal verweise ich auf das Video mit dem Markt hin. Da habe ich euch zum Beispiel schon mal Sachen gezeigt. Ein kleiner Spoiler-Alarm, wie das funktioniert. Ihr tut euch aus Ziegenfell Wolle spinnen und machen und tun. Habe ich auch schon ein YouTube-Video drüber gemacht. Und dann einfach ein kleiner Spoiler-Alarm, wie das funktioniert. Einfach ein Bild, was euch gefällt, auf Google oder so runterladen und das dann in der Bearbeitungstextur hinten umändern. Das von G&S raus und das neue Bild hinzufügen. War jetzt eine kleine Spoiler-Alarm. Hier findet ihr einer, der hat das so ein bisschen verschiedene Sachen und er hat natürlich auch günstig die alten Felder zum Beispiel, was ihr nicht düngen und nicht kehren braucht, die alten Felder. Ne? Das waren früher die alten Felder. In der Zwischenzeit gibt es auch hin und wieder was Neues. Und sollte es wieder was Neues geben von G&S, werde ich es natürlich versuchen zu erklären. Und ja, das ist hier so ein schöner Mittelaltermarkt. Ne? Ihr könnt hier die Gruppe joinen, aber ihr habt hier keine Möglichkeit, wie auf verschiedenen anderen Märkten, die Sachen durchzugucken. Ich weiß, meine Videos sind eventuell alle ein bisschen langweilig, aber ich würde euch gerne bitten drum, die Videos durchzugucken. Ja,
wie alle anderen auf YouTube natürlich auch klagen und machen und tun. Ne? Und nicht nur so zwischendurch. Ich erwische mich selber. Ich gucke manche Videos auch immer ab und zu nur halbweise. Aber ich habe irgendwie festgestellt oder mitbekommen, dass das besser ist, wenn man die Videos durchguckt. Ja, hier seht ihr auch nochmal denselben Händler. Hier hat er zum Beispiel die ganzen alten Felder von Weinstöcken. Und auch noch hier günstig, ne, andere Sachen. Und Blumen. Das ist auch noch eine spezielle Art zu machen. Da müsste ich auch noch mal auf einen anderen guten Freund von mir zurückgreifen. Der macht das mit dem Blumenzüchten. Gibt es auch. Ja, es gibt, wo man Blumen gießen muss, düngen muss und so weiter und so fort. Also wer Second Life spielen oder machen will, der hat auf jeden Fall, wer sich dafür interessiert und Bock hat und Laune hat, auf eine Art und Weise viel zu tun. Das sind die ABC-Pferde, die kann man züchten, die kann man reiten. Ja, ist genauso, habe ich auch noch ein Video über gemacht. Das ist nur eine andere Firma. Die habe ich schon auch ein YouTube-Video gemacht über Pferde. Das sind die, wie ich immer sage, Amareno für Pferde, weil ich es nicht richtig aussprechen kann. Aber darum soll es ja heute nicht gehen. Es geht ja um dem Video jetzt um die G&S-Märkte. Und da wollte ich euch ein paar zeigen. So, es gibt ein Landmarke, die gebe ich euch mit unten mit bei. Hier bekommt ihr eventuell alles ein bisschen, was heißt eventuell nicht, hier bekommt ihr alles ein bisschen billiger. Ja, also das ist auch noch mal so ein, hier hole ich, Spoiler-Alarm, hier hole ich meistens immer mein Borgfleisch für meine Dinos. Heißen ja Tarayen, aber ich sage immer Dinos dazu und das wird auch immer so bleiben. Hier könnt ihr euch gerne mal umgucken. Ja. Dann springen wir mal zu dem nächsten. Wie ihr seht, ich habe hier jede Menge. Wo gehen wir denn jetzt mal hin? Gehen wir mal zu dem. Zu dem Markt hier ist Folgendes zu sagen. Hier könnt ihr jedes Mal einfach nur hier euch hinsetzen und wenn ihr Lust und Laune habt zu angeln. Ihr kriegt natürlich immer wieder die Landmarke. Ich tue sie in dem Fall mal verwerfen. Na, hier seht ihr auch so verschiedene Sachen. Ne? Und es gibt auf der Landmarke-Gruppe gibt es ein Auktionshandel. Ich weiß allerdings nicht, wann der immer ist. Ich glaube eher, das ist immer ist ein bisschen mit Lack heute verbunden hier, wie der seht. Ach, am 26. Juli. Seht ihr? Nächste Auktion 26, 25. und 26. Also, wie es das Glück wollte, heute und morgen. Ne? Deshalb sind auch, denke ich mal, schon einige, ja, was heißt einige, ist total leer. Ne? Hier sitzt dann der mit der die Auktion beginnt. Und hier kann man dann die Sachen hinstellen und kann dann, wie bei jedem Art von Auktion, mitmachen. Ihr müsst dann hier oben euch dann hier, glaube, muss man sich dann einloggen, beziehungsweise
das Panel, was man gemietet hat, muss man dann hier eintragen, beziehungsweise sich einloggen, und dann weiß der Auktionist, oder wie ich sage immer wieder falsch aus, wann wer dran ist. Ne? Ja, das Video geht jetzt schon 10 Minuten, sehe ich. Deshalb stelle ich euch noch einen vor, der auch ganz gut ist. Allerdings hier habt ihr wieder die Möglichkeit, euch die Gruppe zu holen und alles dann mitzunutzen. Ne, ich gehe mal hin. Wie gesagt, hier habt ihr die Möglichkeit, die Gruppe ist umsonst, und dann könnt ihr hier hinten, könnt ihr dann alles nutzen, was an G&S-Sachen so nutzbar ist. Hier machen sie auch, glaube ich, Werbung für ein Theater, irgendwie ein Stück, was auch immer. Ja. Hier kann man natürlich auch sich Verkaufsstände mieten, und ihr seht, hier ist alles vorhanden. Ne? Einfach die Gruppe anziehen und dann kann es losgehen. Hier kann man auch ein bisschen Menschen ärgern dich nicht spielen, ne? Wie der sieht, oder hier andere Spiele spielen zwischendurch. Und ihr seht, hier kann man kochen, backen, und habt ihr nicht gesehen. Und hier sind auch wieder die Dinger zum Milch und Öl und so weiter und so fort. Und in jeder Menge Massen umzufüllen. Und ein kleiner Spoiler-Alarm für mich selber. Ich habe mir hier so einen kleinen Marktstand geholt. Oh, ich sehe, die muss ich glatt wegmachen. Das ist Miet 9. Ja, die muss ich wegmachen. Hat nichts zu tun. Das ist Miet 9. Das passiert manchmal. Wenn ich dann welche neue habe, mal ab und zu mal hier hinspringen, dann werde ich nochmal welche verkaufen. Nochmal nachher gucken, was ich habe. Aber das habe ich gar nicht gesehen, dass die Miet 9 sind. Es ist wichtig bei den Dinos, wie ich immer sage, dass da Miet 10 ist zum Laufen und zum Rennen und zum Machen und zu tun. Wer dafür Interesse hat, ich habe da auch Videos drüber gemacht, einfach mal bitte drauf gucken. Wurde mir zwar schon wieder gesagt, ich hätte einiges falsch gesagt, ist mir hinter meinem Rücken erzählt worden. Aber wer nicht drauf reagiert und sagt, was ich falsch gemacht habe, und wenn der oder diejenige keinen Bock hat, mich persönlich anzuschreiben, oder hat Schiss in der Buchs, mich persönlich anzuschreiben, was ich falsch mache in meinen Videos, ja, cheese happens. Kann ich nichts für ändern. Ne? Hier seht ihr auch, könnt ihr auch einiges günstig für kleine, naja, was heißt für kleine Linden, aber für geschwingliche Linden bekommen. Ja, und ihr seht, hier gibt es auch verschiedene. Die weißen mag ich jetzt nicht so wirklich. Muss ich nachher mal zu Hause gucken, was ich so habe. Und dann stelle ich hier dann nochmal neue hin. Seht ihr, hier ist auch nochmal. Haben sie auch so schön aufgebaut. Ne? Hier gibt es auch noch andere Sachen. Jo. Das war eigentlich so meine persönlichen G&S-Märkte. Ja. Und natürlich beenden wir das Video
bei einem persönlichen, wo ich mal das Video angefangen habe. Und das ist hier auf den G&S Coop-Markt. Ne? Das ist auch einfach Gruppe anziehen und machen und tun. Nutzen auch wirklich viele, einige, weil man muss nicht unbedingt die Sachen, die es von G&S haben, besitzen, selber eigene besitzen. Da kann man hierher springen und kann es beziehungsweise selber alles herstellen, machen und tun. Sehe ich gerade, sie hat es hier hingestellt. Ne? Alles ein bisschen eng zusammen. Das ist auch cool. Das ist auch geil. Ja. Dann tue ich mich mal hier hinstellen. So tun, so tun und so tun und so tun. Ja, also, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, mein Video hat euch wieder wie immer gefallen. Ihr wisst, klicken, machen, tun. Und ja, wenn ich es gut gemacht habe, empfehlt mich weiter. Wenn ich Scheiße gebaut habe, sagt's mir auch. Ja, also bis dahin, eure Sen.